Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Manchmal geht es nicht nur um das Fahrrad an sich. Manchmal geht es um eine tolle neue Idee, ein spannendes Startup oder eine Zielgruppe, die vorher nicht erreicht wurde. Beim Doos Heta geht es um eine neue Art, Lastenräder zu produzieren. Und das gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Doos Cycles ist ein französischer Hersteller für Lastenräder. Doos heißt 12 auf Deutsch und das ist auch das Jahr, in dem Doos gegründet wurde, nämlich 2012. Von Anfang an waren Doos-Räder äußerst innovativ. Sie sind zum Beispiel die Erfinder der Seilzuglenkung. Im Gegensatz zu einer Lenkstangenlenkung ist hier ein deutlich größerer Lenkeinschlag möglich und noch einige andere spannende Details, sodass diese Seilzuglenkung über die Jahre von vielen anderen Herstellern adaptiert und kopiert wurde. Aber das ist nicht das einzige Besondere, was dieses Bike hier auszeichnet, sondern Doos hat sich auch noch mit diesem Bike auf die Fahne geschrieben, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu gestalten. Sie nennen es Ökodesign. Und das hat nichts mit Birkenstocks und Grünkernbratlingen zu tun, sondern mit einigen sehr spannenden konstruktiven Details. Vom Grundprinzip ist das Doos Heta ein Long John Lastenrad. Wir haben ein kleines Vorderrad, eine große Box in der Mitte, dann das Cockpit, dann den Sattel, dann ein großes Hinterrad. Soweit so normal. Weniger normal wird es, wenn man genauer hinguckt. Kommt mal näher ran. Noch etwas näher. Nicht dahin. Nicht so nah. Normalerweise bestehen die Rahmen von Lastenrädern aus einem großen Teil oder aus zwei Teilen, die irgendwo hier in der Mitte zusammengeschraubt werden. Damit kann man sie leicht auseinandernehmen und sie zum Beispiel leichter irgendwo mit hinnehmen. Übrigens auch ein Prinzip, das Doos Cycles mit als erste hatten und auch speziell dafür ausgelegt waren. Der Rahmen des Doos Heta allerdings besteht aus 5 Teilen, beziehungsweise noch mehr, wenn man es weiter aufdröseln möchte. Wir haben den vorderen Rahmenteil mit der Federgabel und dem vorderen Lenkungsapparat, dann den Rahmenteil, auf dem die Ladefläche sitzt, dann den mittleren Rahmenteil, der den hinteren Teil der Lenkung beherbergt, sowie den Lenkerdom und den großen hinteren Rahmenteil mit der Party-Einheit hier in der Mitte und Sattel, Gepäckträger etc. Das Coole an dieser Konstruktion ist, dass sich alle diese Teile nach Bedarf austauschen ließen. Wenn irgendeins dieser Teile mal kaputt geht, dann braucht man nicht einen kompletten Frontrahmen oder so ersetzen, sondern ersetzt dann einfach dieses spezifische Teil. Die nächste Besonderheit ist, dass diese ganzen Rahmenteile ohne Schweißnähte auskommen. Hier sind keine, da sind keine und hier auch nicht. Und es ist nicht so, dass es Schweißnähte gibt, die aber besonders gut verspachtelt oder verschliffen worden sind, sondern die 3 großen Rahmenteile, die hier in Anthrazitfarben gehalten sind, die werden im Aluminium-Druckgussverfahren hergestellt. In diesem Verfahren wird flüssiges Aluminium in eine Negativform gepresst und unten fällt dann ein fast fertiges Teil raus,
das dann nur noch nachgearbeitet werden muss. Und das erlaubt es Dus, ein besonderes Design zu verwirklichen, das auf der einen Seite hier aus einem Guss wirkt, weil es auch im Endeffekt aus einem Guss ist, und auf der anderen Seite trotzdem diese hohe Stabilität mit möglichst wenig Verstrebung zu bekommen. Das Verfahren ist sehr effizient und erlaubt höhere Stückzahlen in einer sehr kurzen Zeit. Allerdings sind dafür hohe Investitionen in Werkzeugkosten und Infrastruktur notwendig. Aber Dus hat es in Frankreich realisiert. Und Dus gibt auch an, dass ein Großteil des verwendeten Aluminiums aus der französischen Recyclingkette kommt. Und eine dritte Besonderheit, die auch schon frühere Dus-Modelle auszeichnete, ist die Technologieoffenheit. Zwinker-Smiley. Dus arbeitet schon lange Zeit mit verschiedenen Motorenherstellern zusammen und auch hier beim Dus Heta ließen sich viele verschiedene Motoren und viele verschiedene Antriebskonzepte allgemein adaptieren. Denn dieser Rahmen ist so gestaltet, dass er nach unten offen ist. Und das Motorgehäuse hängt nicht direkt in diesem Rahmen drin, sondern wird über eigene Aufnahmen nochmal an den Rahmen adaptiert. Momentan ist das Rad nur mit dem Shimano Steps Motor erhältlich, aber es wäre möglich, mit verschiedenen Aufnahmen alle möglichen Motoren hier an diesen Rahmen dran zu koppeln. Oder auch eine Pinion. Und das macht dieses Rad wirklich zukunftssicher. Denn selbst wenn es irgendwann mal Shimano Steps Motoren mit der Motoraufnahme nicht mehr geben sollte, dann könnte man sich eine gewisse Motoraufnahme einfach fräsen lassen oder drucken lassen. Und damit könnte man, wie gesagt, alle möglichen Motoren hier reinsetzen. Für diesen Punkt spricht auch, dass der Akku nicht irgendwo integriert wurde, sondern hier hinten am hinteren Steuerrohr außen zugänglich sitzt. Auch den könnte man also einfach durch irgendeinen anderen Akku ersetzen. Und der Punkt der Technologieoffenheit geht noch weiter, denn Dus verwendet hier eine Elevated Chainstay, sodass man keine Rahmenöffnung braucht, um einen Riemen zum Beispiel zu verbauen. Und auch hier hinten sitzt die Enviolo-Narbe auf einem verschiebbaren Ausfallende, sodass man auch keinen weiteren Riemenspanner braucht. So ist dieses Prinzip möglich, aber auch ganz einfach die Adaption einer Kettenschaltung mit einer Kette. Das Einzige, was nicht geht, ist ein Verbrennungsmotor. Also so offen ist es dann wohl doch nicht. Hier im Cockpit kommt ein gerader Lenker zum Einsatz mit einem verhältnismäßig moderaten Rise, der sich aber auch mit dem bei Schulz Vorbau einfach in der Höhe verstellen lässt, und zwar in einem ziemlich großen Umfang, sodass auch kleine und große Leute einfach die passende Sitzposition finden. Um das Rad einzuschalten, muss man hier an dem Akku einmal den Knopf drücken, dann meldet sich das System zu Wort und hier oben kommt dann das einfache Shimano-Display zum Einsatz, das den Akkuladestand anzeigt in 5 Balken, die gefahrene Geschwindigkeit und hier noch verschiedene Punkte anzeigen kann, wie die gefahrene Distanz, den Odometer und auch die aktuelle Range in Kilometern. Und insgesamt gibt es dann 3 verschiedene Unterstützungsstufen. Auf der rechten Seite kommt dann der ganz normale Drehgriff der Enviolo zum Einsatz. Hier kann man allerdings kein kleines Männchen sehen, das den Berg hoch oder runter fährt, sondern man muss ein bisschen fühlen, in welcher Übersetzung man sich gerade befindet. Das Besondere beim Dus ist aber, dass der Lenkeinschlag sehr groß ist. Und was auch auffällig ist, die Lenkung kommt mit einer Übersetzung. Wenn der Lenker ganz eingeschlagen ist, dann ist der Einschlagwinkel beim Lenker nicht ganz so groß wie der des Vorderrads. Das sorgt dafür, dass man leichter und natürlicher in eine Kurve fahren kann und auch bei eng gefahrenen Kurven nicht den Lenker hier irgendwie noch gegen die Knie bekommt. Und wie sich das fährt, das sehen wir natürlich nachher. Ach so, das Licht lässt sich hier unten mit dem kleinen Knopf unter dem Display an- und ausschalten. Und jetzt wollen wir uns mal um den Transportaspekt des Transportrads kümmern. Und wir beginnen dann mal mit dem Gepäckträger. Der ist hier hinten immer auf dem Fahrrad montiert. Ist speziell für das Dus Heta gebaut worden und kann 25 Kilogramm ab. Der fügt sich insgesamt schön in dieses Gesamtdesign des Bikes ein, hat hier hinten noch eine Möglichkeit, um ein Speichenschloss zu installieren und kann natürlich mit diesen Streben ganz einfach auch alle möglichen Packtaschen aufnehmen.
Wie zum Beispiel meine schöne Retrebane-Tasche hier. Aber das Wichtigste ist natürlich die Ladefläche bzw. die Box. Und das Doos Hater hat eine der größten Ladeflächen, die es im Long John-Bereich gibt. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Ladefläche auszustatten. Einmal mit einer flachen Fläche mit Verzurösen, um halt Dinge darauf einfach laden zu können. Oder in dieser Version mit dieser EPP-Box. EPP, expandiertes Polypropylen, ist ein Kunststoff, der sehr leicht recycelbar ist, der wärmedämmend wirkt, der auch stoßabsorbierend wirkt. EPP wird bei Lastenradboxen immer mehr und immer breiter verwendet, weil es einfach ein geniales, leichtes und widerstandsfähiges Material ist. Unser Bike ist dann mit dem optionalen Regenverdeck ausgestattet, das einen ziemlich klassischen Funktionsumfang hat. Wir haben hier rechts und links jeweils ein Fenster und hier hinten eine Art Mückengitter, sodass man trotzdem viel Luft hier reinbekommt und gut mit den Kindern kommunizieren kann. Hier vorne ließe sich das dann aber auch noch mit zwei Reißverschlüssen öffnen, aufrollen und arretieren, sodass jetzt hier so eine Art Sommerverdeck entsteht, wo viel Luft hier reinkommt, aber Fliegen und Mücken trotzdem draußen bleiben dürfen. Und wenn man die Kinder einsteigen lassen möchte, dann braucht man einfach nur hier auf dieser Seite und auch auf dieser Seite die Haken öffnen und schon schwingt das Regenverdeck nach oben und man kann die Kinder einsteigen lassen. Was ist das denn? Nehmen wir das mal ab. Das gelingt nämlich auch verhältnismäßig einfach. Die Klettverschlüsse hier öffnen, das so runterziehen und dann kann man es einfach rausnehmen. Unser Bike hat aber nochmal ein weiteres Zubehör bekommen, und zwar dieses Hardcover. Das lässt sich Matroschka-mäßig unter das Regenverdeck montieren und das ist ziemlich cool. Habe ich so bei noch keinem anderen Rad so gesehen. Denn auf der einen Seite kann man dann morgens die Kinder irgendwo hinfahren und dann nutzt man einfach dieses Hardcover, um irgendwelche Waren, irgendwelche Güter oder euer Werkzeug oder so zu transportieren. Aber wie setzt man jetzt hier Kinder rein, ist die Frage. Das Coole an diesem Hardcover ist, dass es sich fest verschließen lässt. Man kann es jetzt nicht einfach öffnen. Das hier lässt sich arretieren. Um es zu öffnen, muss man den Hebel hier ziehen und kann dann das Cover einmal nach oben aufklappen. Und das Besondere ist dann, wenn man Kinder reinsetzen möchte, dann lässt sich dieser hintere Teil hier rausziehen und der vordere Teil wieder schließen. Jetzt haben die Kinder hier hinten genug Platz, können rausgucken, haben noch so einen Wetter- und Windschutz. Und das hier, das ist so cool. Das lässt sich hier drauf montieren. Und das ist jetzt richtig fest, kann nirgendwo hin. Wie cool ist das denn? Also Kinder morgens zur Kita fahren und wenn ihr die dann abgeliefert habt, zieht ihr das hier einfach raus. Klappt das hier auf. Setzt das Teil wieder drauf. Klappe zu, Affe tot. Diese Konstruktion ist EPP, ist natürlich nicht ganz so stabil wie eine komplette Metallgeschichte, aber das ist schon stabil genug. Außerdem ist es hier auf der Innenseite mit so einer Metallverstrebung verstärkt, sodass auch der Verschlussmechanismus gut geschützt ist. Auch die Scharniere etc., das hat alles wirklich Hand und Fuß. Aber gucken wir jetzt doch mal in die Box rein. Auf der Innenseite wird die Box von einem umlaufenden Metallrahmen stabilisiert und hier oben von einer Kunststoffabdeckung eingefasst. Die Bank an sich sitzt sehr tief in dieser Box hier drin und die Kinder sitzen flach auf dem Boxboden und werden dann aber noch mit so einem Kissen, das aus recyceltem Material besteht, von allzu groben Schlägen verschont. Abgedeckt wird das Ganze dann von so einem atmungsaktiven Material, das sich auch sehr angenehm und weich anfühlt. Und was ich sehr gut finde, dass das Polster eben nicht nur hier am Rücken ist, sondern auch noch hier an den Seiten einmal so ein bisschen die Schultern schützt. Die Gurte sind dann 3-Punkt-Gurte, hier mit extra Polstern noch einmal, mit Fitlock-Verschlüssen, die sich sehr einfach schließen und auch sehr einfach öffnen lassen, zumindest für Erwachsene. Also die Kinder sitzen wirklich sehr, sehr tief in dieser Box drin. Und wenn man dann noch diese Klappe hier schließt,
dann sind die richtig schön eingemuckelt und auch zum größten Teil vor Regen geschützt. Damit Kinder selbstständig einsteigen können, gibt es hier noch einen Tritt, auf den sie treten können. Und was ich auch cool finde, auf der Außenseite sind dann noch diverse Verzurrösen, um zum Beispiel auf der geschlossenen Platte hier noch weitere, eher leichtere Dinge verzurren zu können. Das ist ein gutes Detail. Und jetzt haben wir alles gesehen, was dieses Bike in der Theorie ausmacht. Wir wollen jetzt mal eine Runde damit drehen. In dieser Box haben wir jetzt meine beiden Mitarbeiter, die Säcke, noch eine extra Backup GoPro, und ihr könnt hier schon erkennen, die Säcke haben ein bisschen Federn gelassen. Tja, ich glaube, ich brauche da mal neue. Wenn ihr also ausrangierte Kinder-Crash-Test-Dummies habt, dann lasst es mich wissen. Die Box ist jetzt noch weit von der Belastungsgrenze entfernt, aber wir kriegen eine ganz gute Idee, wie es sich mit dem Gewicht von etwa 2 mittelalten Kindern fährt und noch ein bisschen Gepäck oder einem großen Einkauf oder so. Und das erste, was wir machen wollen, ist natürlich der Beschleunigungstest. Wir sind jetzt in der höchsten Unterstützungsstufe, wir sind in der kleinsten Übersetzung, auch wenn man das nicht sehen kann. Und wir starten. (16, 17, 18, 19) schalten und 25 km/h. Ein paar Beobachtungen jetzt hier zu dem EP8. Er hat nicht ganz so den Druck wie ein Bosch Cargoline Motor. Das mag allerdings auch an der akustischen Untermalung liegen, denn der EP8 Motor ist wirklich vergleichsweise leise. Deutlich leiser als die vergleichbaren Bosch Motoren. Und das Erlebnis ist nicht ganz so kraftvoll wie bei dem großen Bosch Motor, sondern etwas entspannter. Bei der Enviolo ist mir jetzt aufgefallen, dass man hier noch ein bisschen mehr als bei anderen Rädern darauf achten muss, keine Kraft auf dem Pedal zu haben, wenn man die Bandbreite oder wenn man die Übersetzung verstellt, sondern das möchte wirklich komplett ruhig sein. Das könnte an diesem kleinen, einfachen Enviolo-Hebel liegen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man auch zuverlässig und gut die Übersetzung verstellen. Aber wir wollen natürlich mal sehen, wie es den mächtigen Jerusalemsberg hinauf ist. Und das machen wir jetzt. Das kleine Display kann uns leider nicht anzeigen, mit wie viel Kraft wir fahren, welche Trittfrequenz wir haben. Aber das müssen wir ein bisschen schätzen. Wir gucken trotzdem mal, wie schnell wir werden bei einer 80er Trittfrequenz, die ich dann so im Gefühl habe, und bummelig 200 Watt Eigenleistung. Also nicht zu langsam treten, sondern eine angenehme Trittfrequenz. Wir sind jetzt bei 20 km/h. Das steilste Stück hier jetzt. 18,2 km/h, 17,2, 15,5, 15,4. Ja, bei 14,9, 15 km/h ist so die langsamste Geschwindigkeit, die wir jetzt hier erreichen. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Das Fahrrad ist verhältnismäßig schwer, die Last ist verhältnismäßig schwer und ich bin auch nicht verhältnismäßig leicht. Wie gesagt, auch da wiederum, der Motor hat so ein malendes Geräusch, nicht unangenehm, hat aber auch nicht so diese Kernigkeit eines Bosch Performance CX, die ich persönlich mag. So, jetzt hier über die Kante rüber. Das macht die Federung gut mit. Überhaupt Kurvenfahrten gucken wir jetzt mal. Also dieses Rad ist ja mit einer Seilzuglenkung ausgestattet und die fahren sich häufig schwergängiger als Lenkung mit einem Lenkarm. Und hier ist das jetzt so, dass das Lenkverhalten ziemlich interessant ist. Also man kann es gut mit dem Oberkörper so nach links und rechts schwingen. Und die Bewegung, die die Arme machen müssen, ist dabei verhältnismäßig klein. Also das meiste kommt tatsächlich so vom Oberkörper. Und durch diese Lenkübersetzung fühlt sich das auch sehr natürlich an. Bei stark gefahrenen Kurven ist mir jetzt aber aufgefallen, also wenn man wirklich sich stark reinlegt, da möchte dann das Vorderrad noch etwas weiter einlenken als man selbst. Also diese Geometrie ist so gestaltet, dass wenn man sich in die Kurve legt, dann auch das Rad selbstständig einlenkt. Die Sitzposition, das könnt ihr jetzt erkennen, ist für mich verhältnismäßig sportlich. Ich habe den Lenker auf einer mittleren Position. Ich könnte aber noch eine deutlich sportlichere Sitzposition als auch eine deutlich aufrechtere Sitzposition einnehmen. Da hat man hier mit dem Deuce Hater eine ziemlich große Variabilität. Ja, der Gegenwind kann das Rad nicht schocken. So auf den 25 km/h
ist es bei diesem Motor tatsächlich ziemlich angenehm. Das ruckelt nicht, wenn es diese 25 km/h Grenze verlässt, wie ich das schon bei anderen EP8-Motoren mal beobachtet habe, sondern es kann gut auf dieser 25 km/h Welle schwimmen. Poltern in der Box und jetzt fahren wir Gravel. Das ist natürlich immer stark abhängig davon, wie ist der Luftdruck. Das hier ist ein Long John, das heißt, es muss auch früher gebremst und eingelenkt werden als normalerweise. Aber auch hier wiederum macht diese Seilzuglenkung einen guten Job und auch die Lenkübersetzung ist gut gewählt. Das Rad kommt hier sauber durch, wenn auch nicht ultra fahraktiv. Man merkt eine gewisse Schwere in der Lenkung, man merkt, dass es ein schweres Fahrrad ist, aber es schlägt sich für diese Größe echt gut. Hier runter, Bremsung und jetzt kommt Anfahrtest am Berg. Wir haben eine ziemlich steile Rampe hier, kleinste Übersetzung, höchste Unterstützung und rein ins Pedal. Eieieiei. Okay. Okay. Also der erste Meter, das Anfahren war nicht ganz einfach. Ich habe gemerkt, dass der Motor sehr schnell unterstützen wollte, aber er hatte ganz untenrum noch nicht ganz den Punch, um mich da leicht hochzubringen. Es war aber leichter als bei anderen großen, schweren Long Johns. So, und das Schieben gelingt mit dem Rad auch einfach. Man kann es ganz gut auch mit dem Sattel so ein bisschen steuern. Langsame Fahrt. Das gelingt wiederum mit dem Dus auch gut. Also es hat schon eine kleine Grundübersetzung, mit der man auch stärkere Steigung hochkommt. Was natürlich immer besonders ist bei einer Seilzuglenkung, ist der Lenkeinschlag. Und wenn wir jetzt hier mal um die Kurve wollen, dann können wir das quasi auf der Stelle, wenn wir jetzt auch in die andere Richtung wollen, dann natürlich so ein bisschen ausholen. Und dann kann man das Rad auch mit ein bisschen Übung quasi fast auf der Stelle sich drehen lassen. Nur dann kommt es irgendwann an einen Punkt, an dem das Vorderrad so ein bisschen droht einzuknicken, wenn man dann zu schnell fährt. Und das wäre dann natürlich nicht ganz so gut. Fahren wir jetzt mal aufs Kopfsteinpflaster. Juhu! Das ist ziemlich entspannt. So ein bisschen Vibration hört man jetzt aus der Box und hört man auch von der Kamera hier gerade, aber das rollt schon ziemlich gut rüber. Der Sattel ist jetzt verhältnismäßig sportlich ausgelegt, fühlt sich aber bequem an und passt zu der Sitzposition, zu dieser nach vorne gebeugten Sitzposition. Das Rad ist so abgestimmt, dass es wirklich sehr stabil ist, aber trotzdem so ein paar Vibrationen aufnimmt. Wenn ich jetzt auch hier den hier mache, das Einzige, was sich da bewegt, ist die Federgabel. Aber die macht, wie gesagt, einen guten Job. Über Kanten fährt es auch gut rüber. Da kommt natürlich wiederum der große Radstand zum Tragen, dass es auch über Kanten sehr entspannt rüber rollt. Und was auch ein Vorteil dieser Seilzuglenkung ist, dass die Bodenfreiheit recht groß ist. Und jetzt machen wir mal den Bremstest. Wir beschleunigen auf 25 km/h und bremsen an der üblichen Stelle. 25 und jetzt. Okay. Also das Rad hatte jetzt einen Bremsweg von 3,50 Meter etwa. Das Bremsgefühl dieser Bremsen ist auch gut. Ihr habt gehört, dass es so ein bisschen gerutscht ist. Diese TRP-Vierkolbenbremsen mit den extra dicken Scheiben und Belegen, die zeigen eigentlich immer eine sehr konstante Bremsperformance und sind eigentlich immer auch recht weit vorne mit dabei. Und dann kommt es natürlich auch auf die Auslegung des Fahrrads an. Dieses Rad hat jetzt ein bisschen länger gebraucht als andere Räder mit dieser Bremse. Hier haben wir auch diese verhältnismäßig kleinen Bremshebel. Das sind zwar 3-Finger-Bremshebel. Aus meiner Handposition komme ich da aber mit 2 Fingern ran. Die haben dann eventuell nicht die gleiche Kraftübertragung wie die Bremshebel, die etwas länger sind und nochmal ein größeres Reservoir haben. Insgesamt aber eine gute und zuverlässige Bremsperformance. Also die Fahrt ist etwa genauso, wie ich das auch von anderen Dus-Bikes schon kenne. Da hat Dus das echt gut weiterentwickelt. Trotz dieser großen und schweren Beladung, obwohl das ein schweres Fahrrad ist, haben sie es hinbekommen, das Ganze fahraktiv abzustimmen und trotzdem komfortabel. Für Lea war jetzt die Sitzposition etwas gestreckt. Sie kam nicht so gut mit diesem komplett geraden Lenker klar. Sie ist halt mit 1,62 Meter auch eine ganze Ecke kleiner als ich. Wenn ihr etwas kleiner seid und verhältnismäßig aufrecht sitzen wollt, dann müsstet ihr vielleicht auf einen gebogeneren Lenker gehen.
der sich weiter nach hinten neigt, sodass ihr da auch eine passende Sitzposition hinbekommen solltet. Jetzt gehen wir mal zu Zukunftstillmann ins Studio zurück und sehen mal, was er nach ein paar Wochen zu sagen hat. Wenn ihr bemerkt habt, dass der Sattel während der Fahrt immer weiter absackte beim Fahreindruck, dann kommentiert doch mal ein Oktopus-Emoji in die Kommentare. Erstmal vielen Dank an Kultbikes, die uns dieses Fahrrad hier zur Verfügung gestellt haben. Die haben viele tolle Räder und sind jetzt auch Dus-Händler in Lübeck. Das heißt, wenn ihr mal ein Dus Probe fahren wollt und im Speziellen dieses hier, dann geht mal in die Lübecker Innenstadt und klopft mal bei Kultbikes an die Scheibe. Liebe Grüße von Tillmann. Wir haben in den letzten Wochen allerdings schon mal das Rad ein bisschen eingefahren und alles gemacht, was wir als Familie ohne Auto mit so einem Fahrrad halt machen. Und in diesem Videoteil wollen wir das jetzt mal ein bisschen einordnen und ein bisschen bewerten. Ihr findet aber die komplette Radlbande-Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung. Wir wollen jetzt hier einmal uns 3 Punkte rauspicken, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die wir verbesserungswürdig finden. Der erste Punkt, der uns richtig gut gefallen hat, ist die Konstruktion und die Langlebigkeit dieses Fahrrads. Erstmal diese Aluminium-Druckgussteile, diese modulare Konstruktion dieses Fahrrads, das ist wirklich zukunftssicher. Und auch die Technologieoffenheit, die ich im ersten Video angesprochen habe, die lässt dieses Fahrrad auch noch in 10, 15, theoretisch sogar 20 Jahren als E-Bike bewegen. Oder auch als Biobike, wenn ihr das möchtet. Der zweite Punkt, der uns besonders gut gefällt, ist die große Vielseitigkeit. Egal, ob ihr das Rad für euren persönlichen Alltag nutzen wollt, für den Kindertransport, für den Warentransport, für große und sperrige Gegenstände mit der flachen Ladefläche, das Dus kann es. Es ist immer dieser Gepäckträger mit dabei, der noch einiges an Last aufnehmen kann, und Dus gibt das Fahrrad auch für den Anhängerbetrieb noch frei, für eine insgesamte Gesamtmasse von 400 Kilogramm. Also das kann wirklich einiges wegschaffen. Und der dritte Punkt, der uns wirklich begeistert hat, ist diese Boxabdeckung, denn die ist wirklich genial. Die lässt sich fest verschließen, die ist komplett regendicht. Wenn da die ganze Nacht was draufplattert, dann tropft nichts in den Innenraum rein. Erst dann, wenn man das regennasse Cover hochklappt, da muss man also vorher dann einmal abwischen. Aber der Inhalt bleibt trocken, der bleibt gut geschützt, man kann nicht einfach reingucken und das ist auch wirklich stabil. Wir haben im Endeffekt im Alltag fast nur diese Abdeckung verwendet, denn, und da sind wir jetzt bei den Punkten, die uns nicht so gut gefallen, das Regenverdeck ist nicht ganz ideal. Natürlich ist es cool, dass es hier einfach in dieser Tasche verstaut werden kann, wenn man es nicht braucht. Es ist verhältnismäßig klein und verhältnismäßig leicht. Es kann jetzt einfach so in die Box geschmissen werden. Und cool ist natürlich auch, dass es hier über dieses Boxcover passt, sodass ihr eine möglichst große Variabilität habt, ohne irgendwie groß was umbauen zu müssen. Aber es fühlt sich irgendwie so an, als sei es nicht für dieses Fahrrad hier neu und frisch entwickelt worden. Der Aufbau geht zwar verhältnismäßig einfach, aber das Öffnen und Schließen, da muss man so ein bisschen mit 2 Händen ran. Und dann öffnet es weit genug, man kann die Kinder reinsetzen. Aber wenn jetzt Kinder drin sitzen und man das schließt, dann sitzen die hier quasi komplett im Dunkeln und können nicht rausgucken, dadurch, dass das Fenster erst hier oben anfängt. Also ich würde mir einfach wünschen, dass das Fenster hier unten anfinge, sodass die Kinder auch einfach rausgucken können und nicht die ganze Zeit nach oben gucken müssen. Wenn die Kindersitzbank höher wäre, was auch noch eine Idee wäre, dann würde es hier hinten mit den Köpfen der Kinder etwas knapp werden. Also ich glaube, da ist noch Potenzial. Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist die etwas ambivalente Ausstattung. Denn auf der einen Seite haben wir sehr gute Komponenten, wie zum Beispiel diese Nog-Oi-Klinge, den bei Schulz verstellbaren Vorbau oder auch die sehr guten Bremsen. Aber auf der anderen Seite hat Dus dann wieder weit unten ins Regal gegriffen, wie zum Beispiel bei dem Enviolo-Hebel oder diesem sehr einfachen Shimano-Display, das keinerlei Bluetooth-Konnektivität kann, oder auch dem 504 Wattstunden Akku, der für so ein großes Fahrrad ein bisschen klein dimensioniert ist und die Reichweite doch ziemlich stark einschränkt. Und auch die Scheinwerfer und Rückleuchte kommen ohne Fernlicht und ohne Bremslicht aus. Da geht noch was. Und der dritte Punkt, der ein bisschen
so eine Enttäuschung war, ist der Ständer. Der ist jetzt mittelmäßig, würde ich sagen. Der hält das Fahrrad gut im Stand. Der ist einigermaßen okay in der Bedienung. Mit dem schwer beladenen Fahrrad muss man hier schon stark mit dem Fuß runter. Aber es ist hauptsächlich deswegen eine kleine Enttäuschung, weil der Prototyp halt lange Zeit diesen Teleskopständer hatte, den ich doch sehr gerne auch im Serienrad gesehen hätte. Aber für wen ist das Deuce Hatter jetzt am besten geeignet? Es ist dann das richtige Lastenrad für euch, wenn ihr eine etwas sportlichere Alternative zu anderen großen Long John Lastenrädern sucht und auch diese große Variabilität dieser riesigen Box schätzt. Und ich fand auch gerade diese Kombination aus dem Regenverdeck und diesem Boxcover klasse. Und für euch könnte auch den Ausschlag geben, dass ihr hier nicht auf ein Motorsystem beschränkt seid, sondern ihr in 10, 15, 20 Jahren irgendein anderes Motorsystem einbauen könntet, durch diese offene und geniale Konstruktion. Aber was haltet ihr jetzt vom Deuce Hatter? Wäre das euer perfektes, großes Long John? Was findet ihr verbesserungswürdig? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.